Herzlich willkommen zum zweiten Teil hier auf der Ovesco-Baustelle. Ich habe bestes Frühlingswetter mitgebracht und wir schauen uns mal an, was hier so passiert ist in den letzten 6 Wochen und vielleicht sehen wir auch schon ein paar Räume, die im Entstehen sind. Auch heute haben wir wieder Lukas als Experte dabei. Ich freue mich, du wirst uns wieder Einblicke geben, was seit dem letzten Mal passiert ist. Ja, als Stand seit dem letzten Video haben wir inzwischen hier im Lagerbereich schon einige Wände betoniert. Also wir sehen den Takt 1 und den Takt 2 von der Vorsatzschale. Und ich erkläre dir gerne mal an der Schalung, was so die einzelnen Arbeitsschritte waren. Und dann siehst du gleich noch von außen das Resultat. Also hier drüben sieht man jetzt die Schalung im ausgebauten Zustand. Wir haben als allererstes die ganzen Elemente wie mit der Architektur abgestimmt auf Maße geschnitten. Und dann war der Ablauf so, dass wir zunächst mal die Grundplatten hier vormontiert haben auf diesen 2 Schaltischen. Nachdem dann eine Tragstruktur auf der Schalung drauf war, haben wir dann diese schwarzen Tafeln ausgelegt. Die haben wir auch auf den Kopf gedreht, hier ausgelegt und dann alles von hinten auf die Schalung geschraubt. Sieht man dann jetzt hier den Aufbau. Und dann kam die Schalung raus und dann haben wir die gestellt. Anschließend wurde bewehrt, zugeschalt und dann der Takt betoniert. Und das können wir uns jetzt gerne angucken, wie das im ausgeschalteten Zustand aussieht. Gerne. So, jetzt haben wir hier den ersten Takt Vorsatzschale. Also man muss sich vorstellen, das bleibt nachher alles Sichtbeton. Der wird nachher noch lasiert, wenn dann das komplette Gebäude eben fertig ist. Und wir sehen jetzt hier ganz schön diese Einlage, diesen Gärungsschnitt, dass es hier so konisch nach hinten läuft und eben auch immer die Fugen der einzelnen Plattenstöße. Und diese Struktur zieht sich dann einmal ums Gebäude, das heißt diesen Riegelbereich haben wir vorne im Bürobereich. Der geht dann einmal ums komplette Gebäude drumherum und im Stockwerk drüber dann eben auch wieder. Und das ist diese markante Sichtbetonfassade und schafft hoffentlich nachher ein schönes Bild. Wir stehen hier auf Höhe vom 2. Obergeschoss. Wir haben hier eine wunderbare Übersicht über die Baustelle. Was als nächstes stattfinden wird, ist, dass eben die nächsten Takte von der Lagerhalle gegossen werden und vorne wird auch das Erdgeschoss vervollständigt. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal direkt aus der Nähe an, was für Räume man schon erkennen kann. Kommt mit! Wie ihr seht und hören könnt, herrscht reges Treiben um mich herum. Ich stehe jetzt aber gerade in dem Eingangsbereich zum neuen Gebäude. Hier werden später unsere Mitarbeiter und auch die Besucher das Gebäude betreten und hinter uns ist dann direkt das neue Foyer. Unser Foyer wird umgeben sein von dem, was uns ausmacht. Das ist zum einen natürlich die Forschung und aber auch die Produktion hier in Tübingen. Das heißt, hier entstehen neue Labore und auch neue Produktionsstätten und die werden hier rings um das Foyer eben entstehen. Und auf dem Boden sieht man auch schon durch diese blauen Markierungen, wo dann später die Wände verlaufen werden. Das heißt, man kommt direkt mitten im Gebäude und mitten im Geschehen an. Auf der rückwärtigen Seite von den ganzen Labor- und Produktionsräumen, da entsteht gerade der neue Empfangsbereich. Wir sehen schon die fertig betonierte Wand mit den beiden Türen. Und im Mittelpunkt von diesem Foyer ziehen sich dann eben die Treppen in das 1. und das 2. Obergeschoss. Hier in diesem Raum wird das neue Treppenhaus entstehen, auch mit Aufzugsanlage. Und hier werden eben die meisten Mitarbeiter dann die Stockwerke wechseln. Wir haben jetzt die Baustelle wieder verlassen. Wir befinden uns auf dem Anlieferhof von Ovesco. Und hier sieht man noch ein letztes schönes Detail, nämlich die Aussparung für den wetterfesten Übergang zwischen den beiden Gebäuden. Da wird ein Tor entstehen, von dem man dann ganz einfach über den Anlieferhof mit Wetterschutz in das Bestandsgebäude gehen kann. Und somit sind die beiden Lagerhallen verbunden. Wir beenden hier unsere Rundtour über die Baustelle. Ich hoffe, ihr hattet auch dieses Mal Freude dabei und bis zum nächsten Mal.